Position ist für uns der Übergang von der Versorgung durch den Kinderarzt oder Kinderärzten zu der internistischen Versorgung. Was passiert mit diesen Kindern, wenn sie das 18. Lebensjahr erreichen? Bis dahin sind wir als Kinderärzte zuständig und sie sind auch gewohnt, dass die Eltern sich sehr viel um ihre Belange kümmern. In der Erwachsenenmedizin ist die Betreuung völlig anders. Es ist viel größer, es ist viel unpersönlicher. In der Erwachsenenwelt ist viel mehr Eigenverantwortung von den Patientinnen und Patienten gefordert. Man kann da sehr, sehr leicht aus dem System kippen. Im idealen Fall ist es so, dass Patienten über eine gewisse Zeit nicht nur den Kindergastroenterologen kennenlernen, sondern schon den Erwachsenengastroenterologen kennenlernen und parallel geführt werden. Und so war das nicht ein scharfer Schnitt jetzt aus der Sicht des Patienten, sondern ein fließender Übergang. Das ist manchmal notwendig. Dieser Idealfall ist schwer umsetzbar. Diese Ressourcen, die da benötigt werden, basieren einfach auf persönlichem Engagement dieser betroffenen Medizinerinnen und medizinischem Personal. Für mich sind ja Transitionen 2 Phasen. Die erste ist vom Kind zum Jugendlichen und die zweite ist vom Jugendlichen zum Erwachsenen. Ich glaube, wichtig ist, dass wir sehr früh damit beginnen, nicht nur die Eltern zu informieren und nicht nur mit den Eltern gemeinsame Entscheidungen über das Kind zu treffen, sondern dass wir die Kinder in unsere Entscheidungen mit einbeziehen. Wir versuchen, die Kinder altersgemäß immer aufzuklären, was ihre Erkrankung ist. Sie sollen zunehmend ihre eigene Medikation kennen und wir müssen gleichzeitig versuchen, die Eltern einzubremsen. Und das ist ein Prozess, in den wir, denke ich, früh einsteigen sollten, vielleicht um das 12. Lebensjahr, dass wir Patientinnen und Patienten einbeziehen, aktiv einbeziehen und auch mitentscheiden lassen. Das weiß sie auch, dass das einfach wichtig ist, weil sie sagt dann auch, Mama, wenn ich das nicht hätte, dann wäre ich schon im Himmel. Und es ist wirklich so traurig, wie es klingt. Und ich finde aber, dass es wichtig ist, dass sie es weiß. Meine Eltern haben mir immer schon sehr viel Vertrauen geschenkt. Und so habe ich schon langsam angefangen, Dinge selbst zu machen. Klar ist natürlich, dass zum Beispiel im Rahmen der Pubertät erstens es andere Stoffwechselbedürfnisse gibt. Das andere ist, dass halt erstmals zum Beispiel vielleicht eine Therapie sehr in Frage gestellt wird und dass Betroffene diese Therapie plötzlich nicht mehr weitermachen möchten. Ich glaube, da muss man aufpassen, dass man dran bleibt. Also aufgrund der vielen Erfahrungen bei Ärzten und Krankenhäusern ab dem sehr frühen Lebensjahr hat man speziell in der Pubertät einfach genug. Die Pubertät ist natürlich an sich schon eine schwierige Situation für Jugendliche. Da muss man nicht einmal krank sein. Und das ist auch nicht der Zeitpunkt, wo man von seinem sonst Nächsten und Ängsten wie Eltern gerne Ratschläge annimmt. Daher glaube ich, dass in der Phase eine Patientengruppe noch umso hilfreicher sein kann. Und da konkret denke ich an ein Buddy-System, das Kurzdarmsyndrom Betroffene, die bereits diese Phase durchlebt haben. Jugendliche, die gerade frisch in die Phase kommen, unterstützen. Es ist aber auch eine Situation, die eine große Chance bietet zu mehr Autonomie. Und es gibt zum Beispiel einen Kurzdarmpatienten in Norddeutschland, der gesagt hat, er hat mit dem Erwachsenenleben irgendwann angefangen, sich selber beizubringen, die Infusionen anzuschließen. Dieser Moment, wo er selber angefangen hat, die Dinge in die Hand zu nehmen, das war eigentlich sein Erwachsenwerden.